Meine Forschung beschäftigt sich mit Cyanobakterien. Und Cyanobakterien sind Mikroorganismen, die man normalerweise nur mit dem Mikroskop sehen kann. Allerdings kann man diese in der Ostsee doch auch mit dem bloßen Auge sehen, weil sie lange Fäden ausbilden. Und der Urlauber hat sie sicherlich in den Sommermonaten auch schon gesehen, weil sie einen Oberflächenfilm auf dem Wasser ausbilden. Und die Cyanobakterien können sowohl für das Ökosystem gefährlich werden, als auch für den Menschen oder kleinere Säugetiere, denn sie bilden Toxine aus, also Giftstoffe. Cyanobakterien profitieren in dreierlei Weise durch den Klimawandel oder den menschlichen Einfluss. Zum einen durch die Eutrophierung, also den Eintrag von Nährstoffen in das Ökosystem. Zum anderen ist die Temperaturerhöhung ganz wichtig. Und der dritte Faktor ist die Ozeanversauerung. Das heißt, mehr Kohlendioxid ist in der Atmosphäre vorhanden. Das löst sich im Meerwasser, also ist auch im Meerwasser mehr CO2 vorhanden. Und da Cyanobakterien Primärproduzenten sind, sind sie auf dieses CO2 angewiesen. Und je mehr einfach da ist, desto mehr profitieren sie davon. Die Forschung an den Cyanobakterien ist ziemlich einfach, weil wir die Ostsee direkt vor der Haustür haben. Wir fahren mit dem Forschungsschiff raus und dann würden wir Proben aus dem Feld nehmen, diese entweder direkt auf dem Schiff behandeln und inkubieren, um zu schauen, wie die Reaktion der Cyanobakterien ist, oder man würde sie mit ins Labor nehmen und dort schauen, wie sie auf verschiedene Veränderungen von Parametern reagieren. Im Rahmen meiner Bioacids-Studien, die im Jahre 2009 schon begonnen haben, haben wir herausgefunden, dass Cyanobakterien der Ostsee durch die Ozeanversauerung stimuliert werden, allerdings nur, wenn die Temperatur auch gleichzeitig einen gewissen Wert überschreitet, also wenn die Temperatur höher als 16 Grad ist. Zudem haben wir dann noch herausgefunden, dass einfach dadurch, dass mehr Cyanobakterien da sind, gibt es auch mehr Toxine, die natürlich, wenn die Zellen aufbrechen, frei werden. Das Ökosystem wird durch den Klimawandel und auch die Stimulation der Cyanobakterien durch Ozeanversauerung oder auch Temperatur in vielerlei Weise beeinflusst. Zum einen ist dort zu nennen, dass wenn wir diese Massenentwicklung im Sommer haben, stirbt ja auch irgendwann diese Biomasse ab. Die sinkt ab, muss abgebaut werden und dadurch wird Sauerstoff verbraucht. Und je weniger Sauerstoff vorhanden ist, desto negativer werden halt höhere Organismen beeinflusst, wie zum Beispiel Fische. Und zum anderen, dadurch, dass einfach mehr Cyanobakterien da sind, gibt es auch mehr Toxine, die potenziell freigesetzt werden können. Das heißt, wenn die Biomasse abstirbt, werden die Toxine frei. Und das kann natürlich dann dazu führen, dass manche Strände gesperrt werden müssen, weil dort einfach die Toxinkonzentration zu hoch ist. Cyanobakterien haben ja nicht nur negative Seiten. Man sollte natürlich auch bedenken, dass diese Cyanobakterien Fabriken sind für ganz verschiedene Stoffe, die sie bilden, die natürlich jetzt von der Pharmazie untersucht werden, denn sie könnten potenzielle antibiotische Substanzen enthalten oder auch Wirkstoffe, die in der Krebstherapie verwendet werden können.